Cloudy 666. Für genauere Informationen zum Video oder der Geschichte von Cloudy 666 lesen Sie bitte die Videobeschreibung, die Packungsbeilage oder fragen bei Ihrem Schwarzmetaller des Vertrauens nach weiterer Auskunft. Seid mir grüßt, meine schwarze Seele. Hallo! Um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Cloudy 666. Ich bin 12 Jahre alt und höre seit kurzer Zeit Metal. Metal, das ist böse Musik. Also Him, Marilyn Manson, Limp Bizkit und Korn. Die Sänger von diesen Bands sind alle ganz bleich und tätowiert. Das heisst, dass sie echte Satanisten sind und so richtig bös. Ich höre die Musik, weil ich auch bös bin. Das sieht man schon daran, dass ich mir beim H&M immer schwarze Sachen kaufe, so mit Rüscheli dran. Weil das ist goffig und liegt momentan voll im Trend. Ich habe mir auch einen Nietengürtel gekauft. Der ist aus rosarotem Plastik und hat so kleine, spitze, silberne Dinger drauf, weil das eben noch böser aussieht. Das Mami mag es zwar nicht, wenn ich so satanistisch rumlaufe, aber was mir Mami sagt, das ist mir gleich. Vor 2 Tagen habe ich mit Rauchen angefangen. Weil der Sänger von Him, der tut eben auch rauchen. Ich glaube, Leute, die rauchen, sind noch viel böser als die normalen Leute. Wenn mich alte Omas sehen, dann verschrecken sie immer, weil ich mir mein Gesicht ganz weiss anmale und meine Lippen immer schwarz. Öppe die male ich mir auch die Augen schwarz an, das sieht dann noch krasser aus. Meine Haare, die habe ich mir rot gefärbt, weil schwarz sagt meine Mami, darf ich sie mir nicht färben. Ich weiss, es ist richtig uncool, dass ich mir das von ihr verbieten lohne. Aber sie sagt, sonst kriege ich kein Sackgeld mehr. Und dann kann ich mir gar nichts mehr kaufen. Und das wäre wirklich schlimm. Ich finde, ich bin ein echter Satanist. In der Bravo steht, dass alle Leute, die sich so anlegen wie ich, richtige Satanisten sind. Ich habe mir das verkehrtes Kreuz um den Hals gehängt. Das umgedrehte Kreuz, das habe ich mir selber gebastelt. Aus einem Kreuz, wo mal im Gürtel drin war. Am Finger, da habe ich einen Totenkopfring an. Und den habe ich bei der Paperbox gekauft. Am Abend gehe ich immer mit dem Hund in den Wald spazieren. Und dort zünde ich dann Kerzen an, wenn es dunkel ist. Die Kerzen, die sollen die Toten aus ihren Gräbern holen und den Satan ehren. Öppe die, da rede ich auch mit dem Satan. Außerdem habe ich mir ein eigenes Ritual ausgedacht, bei dem ich mich in einen echten Vampir verwandle. Aber jetzt habe ich schon genug über mich erzählt. Wenn mich die Leute fragen, was ich höre, dann sage ich immer Black Metal. Weil das tönt so cool und ich glaube schon, dass das, was ich höre, wirklich Black Metal ist. Heute darf ich zum ersten Mal am Abend fort. Meine Mami hat gesagt, in meinem Alter darf man nur bis um 7 Uhr am Abend raus. Ich bin dann aber trotzdem bis um 9 Uhr geblieben. Als erstes habe ich natürlich ein Lokal gesucht, wo alle Leute so sind wie ich. Und ich habe auch wirklich eins gefunden. Dort sind alle schwarz angekleidet und fast alle hatten schwarze, lange Haare gehabt. Aber die sind alle schon viel älter als ich. Und die haben mich alle ganz komisch angeschaut, als ich in die Tür reingekommen bin. Dann hat mich so ein Mann gefragt, was ich höre. Und ich habe natürlich Black Metal gesagt. Dann hat er gelacht und mir etwas von seinen Lieblingsbands erzählt. Ich glaube, die Bands haben Immortal, Darkthrone und Venom geheissen. Und dann sind noch ganz viele andere Bands dabei gewesen, die ich mir aber nicht merken konnte. Der Mann war auch ein echter Satanist. Er hat ein T-Shirt angehabt mit einer Frau und einem Totenkopf und Kerzen drauf. Und obendran ist Siebenbürgen gestanden. Hinten sind Männer mit Schminke drauf gsi. Er hat gesagt, die Schminke heisst Corpse Paint. Ich glaube, so schminke ich mich auch einmal, wenn ich in die Schule gehe. Dann verschrecken die Lehrer sicher.
Der Mann hat gesagt, dass Black Metal nichts für Kinder wie mich ist. Aber ich denke, ich bin gar kein Kind mehr. Weil seit diesem Jahr darf ich im Auto sogar vorne bei Mami sitzen. Kinder müssen hinten im Kindersitz sitzen. Dann hat mich ein anderer Mann gefragt, ob ich weiss, was ein Poser ist. Poser! Ich habe gesagt, natürlich weiss ich, was ein Poser ist. Obwohl ich es eigentlich gar nicht gewusst habe. Dann haben beide gelacht und mich gefragt, ob ich ein Poser bin. Und ich habe gesagt, natürlich bin ich ein Poser. Weil ich glaube, ein Poser ist etwas wirklich Böses. Dann haben sie noch mehr gelacht und haben es allen im Lokal erzählt. Plötzlich hat das ganze Lokal mich angeschaut. Und dann haben alle gelacht. Ich glaube, dass es ein Witz war, wo die zwei Männer den anderen erzählt haben. Und darum habe ich auch gelacht. Dann habe ich mir ein Bier bestellt. Prost! Weil die anderen auch alle Bier getrunken haben. Das Bier hat aber grusig geschmeckt. Ganz bitter und gar nicht so gut, wie alle gesagt haben. Aber ausgetrunken habe ich es trotzdem. Weil ein Satanist vertreibt alles. Dann habe ich mich aber ganz komisch gefühlt. Trümmelig war mir und ganz komische Sachen habe ich erzählt. Und alle haben aber gelacht. Am Schluss haben die beiden Männer noch gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich meinem Hamster den Kopf abbissen habe. Das werde ich jetzt machen, weil ich ein echter Satanist bin. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eure Claudi 666. Tschüssi!